Hallo miteinander. Gehören Sie auch zu denjenigen, die hauptsächlich auf den weißen Klaviertasten spielen? Dann könnte dieses Musikstück das wichtigste Ihres gesamten bisherigen Keyboard-Lebens werden. Denn damit lernen Sie spielerisch die wichtigsten musikalischen Zusammenhänge. Und Sie werden auch vertraut mit den Tonarten, an die Sie sich seither nicht herangewagt haben. Also auch mit denen, welche diese furchtbaren schwarzen Tasten haben. In einer gleichbleibenden und daher sehr übersichtlichen Vorgehensweise lernen Sie für jede der 12 Durtonarten Folgendes: Die Durtonleiter rauf und runter, inklusive der Fingersätze. Sie lernen jeweils den Dur-Grundakkord mit seinen beiden wichtigsten Verwandten, also in der ersten Stufe der Tonleiter die Grundtonart, genannt Tonika, in der vierten Stufe die Subdominante und in der fünften Stufe die am engsten verwandte Tonart, die Dominante. Und dann kommt dazu noch die parallele Molltonart, also die am engsten mit dem Dur-Grundakkord verwandt ist und die gleichen Vorzeichen hat. Mein Tipp: Nehmen Sie sich jede Woche nur eine weitere Tonart vor. In den PDF-Noten ist es ein weiterer Abschnitt. Oder im Keyboard Score Display ist es die nächste Seite. Wir holen uns mal die beiden MIDI-Files her. Deshalb übrigens 2, damit die Klavierspur zu möglichst vielen Styles passt, abhängig von deren Standardtempo. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Songtaste, Laufwerke, USB 1, auf MIDI umstellen, Sound Wonderland Hauptordner, MIDI-File, Lernpakete. Und Vorsicht, hier gibt es ab sofort einen neuen Ordner namens Fit for Keys Basics. Hier sollten Sie die beiden Give Me 5 MIDI-Files reinkopiert haben. Ich nehme mal das mit Tempo 70. Beide MIDI-Files enthalten lediglich die mit Piano Voice gespielte Melodie, Noten und Akkordangaben fürs Keyboard-Display, nebst der Töne, die die linke Hand beim Akkord greifen soll. Und dann 4 Songmarker, mit denen Sie direkt zu den schwierigsten Tonarten springen können. Aber der Clou ist, dass Sie beide MIDI-Files mit Ihren Lieblingsstyles spielen können und sich dann voll auf die Melodie der rechten Hand konzentrieren, währenddessen das MIDI-File mit dem Style abläuft. Suchen Sie sich zuerst den Style Ihrer Wahl aus. Also hier auf Style drücken. Ich gehe mal in die Country-Abteilung, Seite 2. Und hol mir den Country Pop. Man kann hier lesen, welches das vorgegebene Tempo für den Style ist. 148 in dem Fall. Schalten Sie die Accompaniment-Taste und Synchro-Start fürs MIDI-File hier im Display ein. Sobald Sie den Style starten, läuft das MIDI-File los. Wir hören den Country Pop und auch die Melodie unseres MIDI-Files. Oha, Sie merken bestimmt, das passt im Tempo nicht so recht zusammen. Und jetzt wissen Sie auch, warum es ein zweites MIDI-File gibt. Das mit Tempo 140 passt nämlich deutlich besser zu unserem Style.
drücken Sie nach Belieben die Fill-In-Tasten und wechseln auch mal die Instrumentierungen über die One-Touch-Settings. Wenn Sie die Melodie vom MIDI-File stumm schalten wollen, Menü 1, Channel und hier die Spur 1 ausschalten. Vorsicht übrigens wegen dem Style-Split-Punkt. Wenn Sie unterhalb Tasten anschlagen, müssen Sie selber die Akkorde spielen. Denn dann bekommt das MIDI-File den Befehl, auf die Akkorde des Spielers zu achten. So können Sie auch ganz super die Akkorde zur Melodie üben, auch wenn Sie die Melodie gerade nicht selbst spielen wollen. Ich verspreche Ihnen, Sie haben noch nie mit so viel Spaß den sonst so trockenen Lernstoff geübt. Tonleitern und Akkorde. Igitt! Nee, das war einmal. Jetzt kommen wir noch zur Melodie. Mein Übungsblatt hilft Ihnen zusätzlich bei den Fingersätzen der Durtonleitern. Nehmen Sie dieses Lernstück als tägliche Fingerübung und frischen Sie auch jedes Mal das auf, was Sie in den vorherigen Stufen bereits gelernt haben. Wenn Sie das konsequent tun, verspreche ich Ihnen, dass Sie in wenigen Wochen mit den schwarzen Tasten so vertraut wie nie zuvor sein werden. Es wird Ihr weiteres Keyboardspiel entscheidend beeinflussen. Jeder Abschnitt, also jede Tonart, ist gleich aufgebaut. Die rechte Hand beginnt immer mit dem Daumen. Und dann bleibt die Hand 8 Takte lang in ihrer Position liegen. Damit bekommen Sie ein Gefühl für die ersten 5 Töne der Durtonleiter. Auch für schwarze Tasten, falls hier welche vorkommen. Im 9. und 10. Takt wird die Durtonleiter raufgespielt, im 11. und 12. wieder runter. Im 13. und 14. Takt spielen wir sie nochmal rauf. Das übt. In Takt 15 und 16 kommt dann noch eine Überleitung in die nächste Lernstufe bzw. Tonart. Hier noch ein Tipp bezüglich der Fingersätze. Es gibt hierfür ja einen allgemeinen Standard. Bei allen Tonarten, in denen die schwarze B-Taste vorkommt, wird diese mit dem Ringfinger gespielt. Wenn die Tonleiter über mehrere Oktaven hinweg gespielt wird, liegt zusätzlich auf dem S grundsätzlich der Mittelfinger. Der Daumen spielt nie eine schwarze Taste. Bei den Tonarten ohne die schwarze B-Taste fangen Sie mit dem Daumen an und setzen nach dem Mittelfinger unter, um weiter nach oben zu kommen. Sie werden schnell merken, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, wenn man die Finger nicht verrenken will.
Ja, ich gebe ja zu, dass diese Griffweise in manchen Tonarten ein bisschen unbequem ist. Bei B-Dur zum Beispiel, da ist es bequemer mit dem Zeigefinger zu starten. Aber sonst ist der Fingersatz mit Ringfinger auf dem B eben durchgehend der gleiche, was langfristig gesehen wahrscheinlich hilfreich ist. Naja, letztlich ist entscheidend, dass Sie sich beim Spielen wohlfühlen. So müssen Sie sich also nicht sklavisch an die offiziellen Fingersätze halten, nur wenn Sie einen für sich gefunden haben, der Ihnen besser liegt, sollten Sie ihn beibehalten. Und jetzt die Akkorde der linken Hand. Keine Bange übrigens. Alle zu spielenden Akkordtöne finden Sie sowohl in den PDF-Noten als auch in meinem MIDI-File. Es geht immer mit dem Dur-Grundakkord der entsprechenden Tonart los. Also bei C-Dur liegt das C unten, bei F-Dur das F, bei B-Dur das B und so weiter. Für den zweiten Akkord, die Subdominante, wandert der Daumen 2 Halbtöne nach oben. Der Mittelfinger hat Pause, dafür spielt nun der Zeigefinger direkt darüber. Der dritte Akkord ist der am engsten verwandte Akkord zu unserem Grundakkord, die sogenannte Dominante. Ausgehend vom Grundakkord geht der kleine Finger einen Halbton und der Mittelfinger 2 Halbtöne nach unten. Der Daumen bleibt einfach liegen. Unser vierter Akkord ist der engste verwandte Akkord in Moll. Er hat in der Tonleiter die gleichen Vorzeichen wie der Dur-Grundakkord, also genauso viel schwarze und weiße Tasten. Für ihn müssen Sie ausgehend vom Grundakkord nur den Daumen 2 Halbtöne nach oben bewegen. Das sind also die 4 Akkorde, die wir 14 Takte lang spielen. Und dann kommt noch der Übergang zum nächsten Lernschritt. Es wäre nicht falsch, in Takt 15 und 16 auch nur den Grundakkord zu spielen, aber man kann ihn musikalisch gesehen magnetisieren. Also, dass er sich schon so richtig nach der neuen Tonart sehnt. Und das passiert, wenn man dem Grundakkord noch die kleine Septime dazu gibt. Und die wird auch bereits in Takt 15 von der rechten Hand gespielt. Die große Septime telefoniert nach Hause,
Die will also zurück zum aktuellen Grundakkord. Und die kleine Septime telefoniert zu den Nachbarn. Genauer gesagt zum Grundakkord, der 5 Töne darunter liegt. Den 5er Abstand nennt man eine Quint. Schon mal gehört? Dafür habe ich noch ein schönes Übersichtsblatt hergestellt mit dem Quintenzirkel. Damit wir dieses Raster gleichbleibend beibehalten können, müssen Sie den Style-Split-Punkt rauf auf A2 stellen. Ja, das ist der komplette Lernstoff. Was schön ist, Sie können zum Üben unseres Lernstücks beliebige Styles, Instrumentierungen und auch das Tempo Ihrer Wahl nehmen. Sich vielleicht sogar Registrierungen mit Ihren Lieblingsstyles herstellen. Und dann jede Tonart entweder in unterschiedlicher Stilistik spielen oder Sie suchen sich lediglich einen einzigen Style aus und spielen das komplette Musikstück damit durch. Was Sie draus machen, ist Sache Ihrer eigenen Kreativität. Vielleicht verleitet Sie die einfache Melodie ja auch dazu, sie etwas abzuwandeln. Nur zu, trauen Sie sich.
Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Üben und hoffe, Ihnen mit diesem Lernstück eine neue musikalische Welt zu erschließen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!